Ja, willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch vorstellen, wie die Coros Apex Pro mit Komoot funktioniert, beziehungsweise mit dem neuen Firmware-Update hat die Uhr auch eine Verbindung zu Komoot bekommen. Ich zeige euch, wie ihr entsprechend das Ganze verbindet, beziehungsweise wie ihr die Routen dann auf die Uhr bekommt. Und ich zeige euch auch, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Viel Spaß! Ja, um die Synchronisation zwischen Coros und Komoot einzurichten, müsst ihr entsprechend die Konten miteinander verbinden. Und das geht eigentlich ganz einfach. Ihr geht in die Coros App hinein und geht hier entsprechend auf das Schild hier unten. Dann kommt ihr hier auf diese allgemeine Übersicht, die ihr auch die Trainingsübersicht bekommt. Und hier müsst ihr ganz einfach auf die Einstellung gehen. Und hier gibt es die Möglichkeit, dass man hier auf eine Third-Party-App geht. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann bekommt ihr jetzt auch schon eine Auflistung der verschiedenen Möglichkeiten, über die Third-Party-App zu gehen. Und in dem Fall wäre es hier Komoot. Das wählt jetzt entsprechend aus. Dann bekommt ihr so eine kleine Anzeige, was das Ganze hier so macht. Und dann wird auch kurz schon erklärt, dass das Ganze hier dann mit Komoot entsprechend synchronisiert wird. Und dann geht ihr einfach jetzt auf Verbinden. Also ganz einfach. Dann bekommt ihr euer Komoot-Konto angezeigt. Und dann könnt ihr hier auch weiter mit diesem Account und entsprechend dann hier die Zugriffe gewähren. Beziehungsweise hier ist dann alles verbunden und wir sehen jetzt hier schon einen grünen Haken. Das heißt also, die beiden Konten sind jetzt miteinander verbunden. Ja, aber wie bekomme ich jetzt dann die Strecken von Komoot in Coros? Ja, das ist ganz einfach. Coros hat hier die Rubrik Route. Da sehen wir jetzt hier alle Routen, die ich mal irgendwann erstellt habe, beziehungsweise die ich mal geplant habe. Das sind ja ein paar. Wenn ich jetzt eine Tour plane und die entsprechend speichere, ich nenne jetzt einfach mal hier Coros Test, speichern wir jetzt einfach mal ab. Dann wird jetzt hier auch schon alles hinterlegt, wie ihr das auch kennt. Also ihr könnt es auch, wie gesagt, auf dem PC machen oder in der App. Und dann ist das Ganze schon mal als Tour gespeichert. Dann gehen wir einfach ganz wieder in die Coros App hinein, unter dem Rubrik Touren. Und wenn wir das Ganze entsprechend synchronisieren, dann müsst ihr als manchmal kurz ein bisschen warten, das dauert vielleicht eine Minute oder zwei. Dann bekommt ihr hier oben jetzt auch schon entsprechend die Route angezeigt. Wir sehen jetzt hier die 5,83 Kilometer. Und wenn wir das Ganze uns jetzt mal hier angucken, hier sind es auch die 5,38 Kilometer. Dann können wir uns noch die Details der Route anschauen. Das heißt, also wir sehen jetzt hier einmal die Steigung bzw. hier die Strecke, dann die Steigung, die es hier gibt und auch wie viel Anstieg, wie viel Abstieg. Und so habt ihr dann entsprechend die Route. Ihr könnt jetzt auch hier direkt über die Route reingehen und sagen, hier wähle ein Gerät aus. Dann kann man das direkt hier synchronisieren. Dann kann ich einfach hier drauf gehen und sagen, hier nehme die Coros Apex Pro. Oder ich habe als zweite Möglichkeit, wenn ich jetzt hier bei der Uhr, also wir sind jetzt hier im Uhrmenü, wenn wir jetzt hier auf meine Routen gehen, könnte ich jetzt entsprechend, auch wenn ich hier drin bin, oben auf das Plus hingehen, kommen wir in das exakt gleiche Menü hinein. Da kann ich jetzt einfach sagen, hier den Haken setzen. Dann setzen wir den Haken, drücken hier Add und dann wird auch schon entsprechend, wir sehen hier, die Route mit der Uhr synchronisiert. Also ihr seht, ist ganz einfach. Es ist jetzt eigentlich kein großer Klick mehr. Ihr plant auf Komoot, ihr habt es direkt auch hier auf Coros drauf. Ihr müsst jetzt gar nichts mehr machen. Ich habe das ja schon in einem anderen Video gemacht. Wenn euch das noch interessiert, das verlinke ich euch mal, wie das vorher funktioniert hat. So, jetzt haben wir die Route auch schon entsprechend exportiert und wir können ja bis zu 8 verschiedenen Routen speichern. Davon haben wir jetzt 2 gespeichert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine löschen wollt, könnt ihr die einfach hier nach links wischen und könnt entsprechend die ganze Route löschen und so habt ihr dann nur noch eine von 8 Routen drauf. Ja, wie starte ich das Ganze? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen jetzt hier einfach rein auf die Krone und hier, je nach Aktivität, ich habe es hier mal das Laufen, dann wählt ihr das Laufen entsprechend aus. Dann bekomme ich jetzt eine Frage, ob ich jetzt meinen Trainingsplan machen möchte. Das möchte ich jetzt nicht. Und dann habe ich hier, kann ich direkt quasi starten oder ich kann hier reingehen und das Ganze noch einstellen. Da gehen wir einfach hier auf Einstellungen und dann kann ich hier auf Navigationseinstellungen gehen. Dann werden alle Routen geladen, die ich jetzt hier aktuell habe. Und dann sehen wir hier Coros Test. Die kann ich auswählen und dann kann ich mir hier auch nochmal die Höhendetails anschauen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, weil so viele Höhenmeter sind es gar nicht. Aber ich sehe hier nochmal das Höhenprofil und ich kann dann noch sagen, ob ich jetzt vorwärts oder rückwärts unterwegs bin. Und ich kann auch noch bei Routenabweichung mich entsprechend warnen. Ja, wenn ihr die Route entsprechend wählen wollt, dann geht ihr einfach hier auf Route starten. Dann drücken wir jetzt einfach mal hier kurz auf OK. Und dann sehen wir auch hier, dass die entsprechende Route gestartet wird. Ihr könnt jetzt noch, jetzt haben wir hier den 2 Kilometer Radius eingestellt. Wenn ihr jetzt auf die Krone drauf drückt, dann geht hier auch so ein Zoomfenster auf. Und dann könnt ihr auch entsprechend in die Karte hineinzoomen bis auf 25 Meter. Das dauert dann immer einen kleinen Moment, bis ihr das scharf stellt. Ja, und dann sehen wir auch schon, das Ganze stellt sich jetzt scharf. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter rein auf 50 Metern. Das ist der Startpunkt, wo ich jetzt gerade bin. Und dann sehen wir hier auch schon die Linie mit den 2 Pfeilen, wo wir dann lang laufen müssen. Aber wie das Ganze in der Praxis funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, was man ganz gut erkennen kann, sind die 2 Pfeile.
Das gibt die Richtung an, wie man laufen muss. Und es wäre jetzt hier hoch und man kann auch ganz gut den Weg erkennen. Und ja, ich habe es gezoomt, also ihr müsst einfach auf die Krone reindrücken, dann kommt das Zoomfenster. Ich habe es zum Beispiel jetzt hier auf 100 Meter und dann seht ihr hier genau auf 100 Meter, wie die ganze Strecke weiterläuft, ganz einfach in der Bedienung. Was ich zudem bekomme, wenn ich durch das Menü scrolle, ist jetzt hier die Steigung. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt 24 von 101 Höhenmeter gemacht und das dunkelgrüne links ist das, was ich gemacht habe. Und das rechte ist das, was noch bevorsteht. Und wir sehen hier auch schon ein bisschen GPS-Abweichung zur geplanten Route. Ich bin mal gespannt, wie das dann entsprechend dann auf der Karte aussieht. Ja, wenn ihr kurz auf die Krone drückt, bekommt ihr auch zum Zielpunkt die Kilometer angezeigt. So, ich habe es jetzt nochmal gemacht. 4,62 Kilometer sind es noch. Und weiter geht's. So, wir haben noch folgende Situation. Hier geht es runter zur Straße. Hier ist so ein Weg zu einem Haus oder so. Hier müssen wir jetzt hoch und wir bekommen jetzt hier nur den Weg nach oben angezeigt. Das ist der Pfeil nach oben. Ja, justiert sich nicht gerade richtig. Und der weiße Weg ist der von der Straße bzw. zur Straße. Nur der Weg ist hier nicht drin, aber das ist auch, wie gesagt, ihr landet hier direkt vom Zaun. Und genau, wenn wir das Ganze mal auf der Phoenix anschauen, auf der Phoenix ist es genauso. Also wir sehen jetzt hier einfach nur den Weg, den wir hochlaufen müssen. Der rechts, da dieser lilane und links der Weg zur Straße. Und dann der rote Strich, beziehungsweise der nebendran, der lilane, von dem wir gekommen sind. Ja, es war auch ein bisschen eine Scheißidee, mit den ganz normalen Adidas-Schuhen hier im Lauf zu laufen. Nasse Steine, muss ich vorsichtig machen. Ja, was macht man nicht alles, ne? Quader, 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 quader. Und weiter geht's. Ja, bei der Planung habe ich bewusst auch Wege genommen, die jetzt keine Standard-Radwege sind, sondern halt wirklich solche Wanderwege oder Wege abseits der Piste. Und wir sehen auch hier, ich habe mich kurz verlaufen tatsächlich, dass der Weg drauf ist. Eine Kritik habe ich, und zwar, ich kriege keine Abbiegehinweise, was mir ganz gut seht. Das war mir gerade nicht klar, dass hier reingeht. Und das finde ich natürlich nicht so dolle, dass keine Abbiegehinweise kommen. Das blendet uns gerade ein bisschen, tut mir leid. Aber der Weg an sich ist drauf. Also das ist schon mal das Gute, dass wir den Weg haben. Aber Abbiegehinweise wären natürlich auch toll. Bei den Abbiegehinweisen bin ich mir natürlich jetzt nicht sicher, ob es an mir liegt, weil ich irgendwas in der Einstellung nicht richtig gemacht habe. Falls da was gibt, schreibt es gerne bitte in die Kommentare. Ich habe nichts gefunden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn es zum nächsten Firmware-Update kommen würde, weil das ist halt schon sehr hilfreich. Ja, leider ist in der Aufnahme was schief gelaufen, deswegen muss ich jetzt mal kurz das nachvertonen. Und zwar, wenn ihr eine Routeabweichung habt, dann bekommt ihr ein Signal auf eine Uhr, also es wird dann gepiepst und vibriert. Und da bekommt ihr dann die Anzeige, wie viel Meter ihr von der Route abweicht. Das sehen wir hier, sind es 23 Meter von der Route. Und dann müsst ihr entsprechend euch auch wieder zurückbewegen, damit ihr wieder auf der Route zurückkommt. Und sobald ihr auf der Route seid, ist dann entsprechend auch das Zeichen wieder weg. Und ihr bekommt auch wieder die Anzeige, wie viele Kilometer noch zur Strecke zu absolvieren sind. Ja, wir sehen auch hier, der Weg hier ist eingezeichnet. So ein ganz kleiner Trampelpfad. Und wenn wir dann auf 50 Meter reinzoomen, sehen wir auch, dass wir hier abbiegen müssen. Und ja, leider sieht man es jetzt gut im Licht nicht mehr. Es fängt schon an zu dämmern. Ja, dann möchte ich auch zu einem kleinen Fazit der Apex Pro und der Navigation kommen. Ich habe euch jetzt gezeigt, die Integration auf Komoot ist jetzt wirklich so gut gelungen. Es ist auch kein Hin und Her mehr, es ist ganz einfach zu machen. Die Routen werden entsprechend gut angezeigt. Die Karten sind wirklich gut, die Kartenmaterialien. Es sind alle Wege drauf. Ich habe jetzt extra eine Strecke geplant, wo dann auch viele schwarze Komoot-Wege dabei sind und auch so Trampelpfade und alles. Das hat er alles erkannt, war alles auf der Karte drauf. Die Kartenmaterialien waren der Garmin Fenix 6 sehr ähnlich oder gleich. Ich habe auch mal in die Dateien reingeschaut von Coros, da habe ich auch oft Garmin gelesen. Ich vermute, dass es tatsächlich auch die gleichen Daten sind. Wenn ihr das besser wisst, dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass es keine Abbiegehinweise gab. Ich habe ja so einen Pace-Plan laufen, dass ich immer in dieser Pace-Range laufe. Der hat sich die ganze Zeit gemeldet, da piept's und macht's und tut's. Aber beim Abbiegen, da kam kein einziger Ton. Vielleicht habe ich in der Einstellung was falsch gemacht. Wenn nicht, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich habe nichts gefunden. Wenn ich aber von der Route abgekommen bin, habe ich tatsächlich ein Signal bekommen oder eine Warnung und auch dann entsprechend, wie weit weg ich von der Route wieder bin, dass ich da wieder zurücklaufe. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im Wald laufe, dass die GPS-Daten doch ein bisschen Schwierigkeiten haben, manchmal anzuzeigen, wo ich genau bin. Das bedeutet, ich bin als entweder zu weit hinten oder zu weit weg von der Route. Das ist gerade schwierig, wenn ich jetzt ja, mehrere Kreuzungen komme und ich bin noch nicht so ganz an der Kreuzung, kann es noch nicht ganz einsehen, wo ich dann hin muss. Beziehungsweise ich stand schon an der Kreuzung und die Uhr war halt noch dahinter. Und es hat sich dann auch wieder korrigiert, aber ich möchte es trotzdem mal erwähnen, dass es vorgekommen ist. Das Ganze habe ich natürlich mit der Fenix 6 als auch schon gehabt. Alles in allem muss ich aber sagen, das Update, das Coros überhaupt gemacht hat mit der alten Uhr, finde ich sehr positiv. Ein super Fan-Support, das ist nicht selbstverständlich. Andere Hersteller hätten einen 10er höher gemacht oder eine X oder was auch immer an den Namen hingeklatscht, hätten ein neues Modell rausgebracht. Finde ich wirklich sehr positiv. Von daher finde ich es wirklich klasse. Und man kann, wie gesagt, mit der Uhr auch wunderbar navigieren. Das ist jetzt wirklich nur Meckern auf hohem Niveau.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Trainieren und bleibt vor allem gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.